So, wir sind wieder hier, Messe Köln. Schönen guten Tag, willkommen bei Piranha Becken TV. Hallo. Wir sind zwei Piranhas und was hast du denn da am Finger? Was ist denn das? Hast du gerade gewunken damit? Pflaster, Hast du den Finger geschnitten, ne? aber volle Kanne. Hoffentlich wird das besser hier auf der Gamescom 2000. 23. Ja, genau, jetzt musstest du überlegen, ne? Ja, wir gucken da mal rein und schauen mal, was da los ist. Was erwartet uns denn da? Das wissen wir noch nicht, weil wir nämlich noch gar nicht da waren. Noch gar nicht. Ja, wir haben heute Mittwoch und ja, da sind wir mal gespannt. Du bist auf der Gamescom. Wie lange denn schon? Was hast du denn schon gesehen? Ich bin tatsächlich als alter Sack, muss mich orten, der ersten Gamescom schon hier am Start und das war ja noch die Games Convention in Leipzig, ich weiß gar nicht, 2004 ist das, oder? War die erste, meine ich? Oder ja, um den Dreh. Also ich glaube 2004, also ich glaube die 22. Gamescom oder sowas, wenn man jetzt die Corona-Jahre mitzählt. Ja. Gesehen habe ich aber noch nichts, weil ich bin ja gerade erst gekommen. Okay. Zufall oder Absicht, dass wir dich ausgerechnet hier in der Retro-Area getroffen haben? Ja, ich habe meine ersten Termine erst für heute Nachmittag gemacht. Das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, so ohne Druck mir hier ein paar Sachen anzugucken. Deswegen bin ich natürlich in die Retro-Area gegangen. Was guckst du dir als nächstes an? Als nächstes gehe ich nochmal zu Capcom. Aber ich habe jetzt hier keine Mega-Highlights bis jetzt im Vorfeld ausgemacht. Also ich lasse mich einfach mal treiben. Okay. Lena, du bist hier auf der Gamescom zum wievielten Mal? Eigentlich zum dritten Mal, aber einmal ist Game Convention in Leipzig gewesen und dann zum zweiten Mal hier in Köln. Erzähl mal ein bisschen, wer bist du, was machst du? Ich bin die Lena, ich streame hauptsächlich auf Twitch, also hauptsächlich nebenberuflich auf Twitch und da halt 3-mal die Woche alles mögliche, Variety, Talks, Gaming, Aufklärung, alles mögliche. Was hast du bisher auf der Gamescom hier schon gemacht? Also ich habe hier an meinem Stand als Co-Ausstellerin habe ich schon ein bisschen gestreamt. Ich bin schon ein bisschen unterwegs gewesen, habe schon ein paar Termine gehabt und habe mit ein paar Firmen gesprochen und ansonsten mir die ganzen vielen tollen Stände hier angeschaut. Kommst du auch in Halle 1 in diesen braunen Bereich? In den Creator-Bereich? Ja. Nee, in den komme ich leider noch nicht und das ist das Ziel dann für nächstes Jahr. Wir nämlich auch nicht. Wir sind nämlich nur Fachbesucher. Ja, genau. Spannend. Okay, was hast du denn gerne noch vor auf dieser Gamescom? Also, ich habe erstmal noch vor, auf jeden Fall zu Kontakten, zu Netzwerken, Leute kennenzulernen, aber natürlich dann auch ein bisschen die Messe zu sehen, ein bisschen anzuschauen, was für Stände es gibt, vielleicht ein oder andere Spiel mal anzutesten und ansonsten aber eigentlich in erster Linie ein bisschen was für meinen Kanal tun, dass der vielleicht noch ein bisschen wächst. Vielen Dank. Gerne. So, mit Marco Risch hier, ne? Fotosession, schön. Welches soll ich jetzt? Ach, da muss ich gucken. Da. Ja, muss auch eins hier. Guck mal. Ne? So, auch mal eins. Wunderbar. Die Kamera sind schon da. Kamera-Section. Wir haben schon einen an der Waffel, ne? Oder? So ein bisschen.
So, und jetzt haben wir ein Namensschildchen. Ne? Ja. Heißt, du hast eins und ich habe eins und wir sind auf einer Veranstaltung, wo gleich der Till Hardy einen Vortrag hält. Genau, von der Film- und Medienstiftung NRW. Wir sind hier bei einer Veranstaltung von Köln Business und hier kommen viele Leute hin, zum Ausklang des Gamescom Mittwochabends, um sich zu treffen, irgendwie kennenzulernen und wir sind mal gespannt. Und Hunger. Lange Gamescom, Hunger. E agora o Greg vai falar com vocês. Mein Gott, ich habe heute schon wieder so komische Laune, ne? Ich bin irgendwie komisch drauf, ey. Wie kommen wir eigentlich immer auf die Idee, so einen Scheiß zu machen? Das ist der zweite Tag auf Gamescom und jetzt rocken wir ein, hoffentlich. Marketingphase ist noch nicht, also haben wir Zeit für Cosplay. Ja, alles klar, bis später, ey. Na, wo sind wir denn hier? In Büroräumen? Hm? Oh, wer ist das denn? Hallo, mein Name heißt Björn. Wer bist du? Die Jenny. Das ist die Jenny und wir sind hier bei 1Live eingeladen worden und haben ein Radiointerview gegeben über Storytelling und so weiter, was auf der Gamescom-Zeit, in der Gamescom-Zeit im Radio kommt, so 18 Uhr oder sowas, ne? Sonntag 1Live, irgendwie sowas, ne? Habt ihr wahrscheinlich dann schon alle entweder nicht gehört oder doch gehört oder so, aber wir sind total nervös gewesen hier, also es war ein schöner Termin. Ja, 1Live hat hier mitten in Köln ein Studio mit sehr viel Glas und da haben die unterschiedliche Räume mit so großen Mikrofonen, man Interviews geben kann. Wir haben schon öfter mal ein Interview gegeben fürs Radio, aber meistens übers Internet dann, direkt von uns aus dem Studio heraus. Und jetzt mal hier live vor Ort zu sein, ist schon ganz spannend. Absolut, das ist echt cool. Und vor allem da hinten, da in dem Kasten, da waren wir drin, ne? Der so leuchtet, ne? Und da kommt man sich schon irgendwie sehr wichtig vor, ne? Ja. Oder?
macht man sich erstmal so ein Bild davon, wie viele Leute auch beim Radio arbeiten. Ne? Wir hatten gerade Feueralarm und alle sind nach draußen alle raus. Das haben wir alle gesehen. Total gut irgendwie, ja, weil die Leute machen ja auch nicht nur Radio, die machen ja auch Events und alles Mögliche und haben dafür natürlich auch einen Stab an Menschen, die sich um alles kümmern. Wahnsinn. Ja. Heute ist Freitag. Ja, Ne? So, jetzt Gamescom gehen wir nochmal auf die Gamescom und gucken nochmal weiter, was da für coole Sachen gibt. So, jetzt müssen wir wieder laufen. Ne? Also, wo die Menschenmassen laufen, Rampe runterlaufen, Rampe rauflaufen, laufen. Weil nämlich hier alles wieder total voll ist und irgendwie auch nicht so richtig, genau, warte mal, irgendwie ist das doch, muss ich das nicht irgendwie, ich weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Qualmen schon die Socken nach 3 Tagen? Nee, 2 Tagen, das ist der 3. jetzt, ne? Und jetzt müssen wir irgendwie in die Halle 9 und dann Popeyes da und was weiß ich alle, ne? Ja, stimmt. Voll So, krank. wieso Guck mal, da ist gerade, hier, ist er das nicht? Welcher? Kapuzenwurm ist gerade an uns vorbeigelaufen. Ja, Tatsache. ja, da läuft er. Da geht er jetzt zu seiner Arbeit. Da werden wir auch gleich hingehen. Wir werden mal gucken, ob wir Gnu da irgendwie treffen oder so und dann werden wir ihm hinterherlaufen. So, wir versuchen jetzt gerade irgendwie an Jasmin ranzukommen. Ja? Die ist aber hier vorne. Müssen wir mal gerade gucken. Dahinter, warte mal, eine Sekunde. Da irgendwo, da hinten, da ist sie. Ich mache mal ein bisschen größer. Warte mal. Andersrum, geht gar nicht. Das ist die falsche Kamera. Okay, also da hinten irgendwo müsst ihr uns schon glauben, ist sie wohl, ja. Und das da hinten, das ist die Traube von Menschen, die sie noch abarbeiten muss. Alter! Ja, dann stellen wir uns jetzt mal nicht an. Nee, das machen wir jetzt nicht, weil dann gehen wir mal gucken, ne? Ja. Ob wir mal was anderes finden, so. Meine Güte. Also, mein Sohn, der hat gesagt, wenn ihr Gnu seht, dann fragt sie gerne mal nach dem Autogramm. Aber die ist sehr weit weg, Jan. Wird schwierig. Vielleicht begegnen wir ihr zufällig noch mal. Absolut. Ich kann das nicht Das kannst du nicht. ernst sein. Wieso nicht? Sie kann nicht ernst sein, ja? Es gibt so Momente. Du bist hier in der Social Media Ecke, ja, bei Gamescom. Und Die neue Halle 1, die war vorher für was anderes genutzt und jetzt tatsächlich für Autogrammstunden und Influencer. Ja. Und das hier ist so die eine Hälfte. In die andere Hälfte kommen wir nicht rein, weil wir keine Creator, also weil wir keine Influencer-Creator sind, ja, sondern nur Fachbesucher. ja. Und hier kann man sich quasi anstellen für irgendwelche Leute, die hier Autogramme geben. Auf einer riesigen leuchtenden Bühne, die so aussieht wie Büp, 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 bei Begegnung der dritten Art. Ne? Guck nicht in das Licht. So, ja. Gleich in einer Viertelstunde ist der Putzi-Kapuzenwurm dran. Ja. Und dann wollen wir mal gucken, wie groß seine Schlange Das wirklich werden wir ist. sehen, ja. Er hat ja Angst, dass da zu wenig kommen. Ne? Also ich glaube, bei dem ganzen Andrang da, ne? Wenn da keiner kommt, dann können wir uns ja auch immer wieder anstellen. Genau, dann stellen wir uns immer wieder an. Ja. Das ist alles Volk, was auf den Kapuzenwurm wartet. Auf der Signing Area 1, das ist links, ne? Und rechts ist noch Lars oder so. Ne? So heißt der tatsächlich, in der Signing Area 2. Also dafür, dass Kapuzenwurm Angst hatte, dass keiner kommt, ist die Menschenmenge verdammt groß. Findest du nicht, Jenny? Ja, finde ich auch. Also die sagen, dass man jetzt schon eine Stunde ansteht, um ihn zu sehen und darf sich nicht mehr anstellen. Ja. Und wir sind jetzt Viertelstunde zu früh und Putzi, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Wir haben schon jemanden getroffen, der kommt nicht mehr in die Schlange rein, ne? Ja. Es ist wirklich krass, also muss man ehrlich sagen. Wahnsinnig krass. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ihn ja noch zu sehen. Ja, war cool. Gamescom vorbei, hat Spaß gemacht. Super viel Selfies gemacht, habt ihr ja hier gesehen in dem Video und man kann es nur jedem empfehlen, hinzugehen. Ne? Genau, also wir waren jetzt 3 Tage da, aber da qualmen einem auch echt die Socken. Ey, nehmt euch was zu trinken mit, wenn ihr das vorhabt.
oder irgendwie ein Dreibein zum Sitzen zwischendurch, sonst ist das wirklich anstrengend. Man sieht viel, trifft viele Menschen, aber es ist auch ultra viel los. Und deswegen macht euch am besten einen Plan, wen ihr wann wo sehen könnt oder wollt. Es gibt viele Infos im Internet darüber. Wir sind jetzt durch, also gar. Und Mein Arm auch, der fällt nämlich gleich ab. genau. Ja, fahren jetzt nach Hause. Ja. Macht's gut. Bis nächste Woche wieder, wenn es hier heißt Piranha Becken TV. Tschüss.